Hallo Freunde und willkommen zurück zu Marvel Midnight Suns. In der letzten Folge haben wir unter anderem Storm rekrutiert und wir haben den Symbionten-Extraktor erforscht. Außerdem haben wir noch ein paar private Superlink-Nachrichten bekommen und ich würde sagen, in die Begegnung gehen wir jetzt rein. Hunter, ich habe ein Band zwischen uns wachsen sehen. Eine freudige Entwicklung, das versichere ich dir. Man sollte sich immer den Kopf freimachen von verirrten Gedanken, die Probleme bereiten wollen. Wenn ich das auch beabsichtige, würde ich lieber warten, bis wir die Stille teilen können. Ja, klingt entspannt. This is exactly what I needed. A chance to quiet my cluttered mind and just be. What thoughts clutter your mind, Doctor? Ever since the sanctum was lost, I felt a bit adrift. Lost in a cosmic sea in which I've lost my ability to navigate. I've been giving a lot of thought to the direction my life will take if we survive your mother's apocalypse, but who am I if I'm not Sorcerer Supreme? Sorcerer Supreme or not, you are still an Avenger. But is that all I am? All I want to be? Wahrscheinlich nicht. Perhaps this is what you should meditate on. Yes, that's a bright idea. Thank you for still having faith in me even when I've lost faith in myself. You are proving to be a most unexpected friend. Ja. Eine angenehme passive 50% Chance pro Zug einen Heldenmut zu generieren. Nehmen wir gerne mit. Und dann ist da noch Carol. Sorry, gar nicht vorgelesen. How can this be? You have vanquished me once again. This is the life. Kicking it with the legendary hunter. And kicking said legendary hunter's ass at a fighting game. I also enjoy, how do you say, kicking it with you, Carol. Yeah, there's hope for you yet. I'm just not sure there's hope for you in this game. Care to find out? You realize that you'll need to win the next 3 matches to beat me. Just press that forsaken restart button already. Okay, but I'm not going easy on you, Hunter. You're way too good for that. I am good now, huh? Yeah, just not at this game. Muss man aber auch ganz klar sagen, also ich persönlich finde Fighting Games, also gerade so richtig wie Mortal Kombat, Tekken und so. Alter, bin ich schlecht da drin. Holy shit. So, wir haben eine neue Palette bekommen und nichts gespürt. Eine gewöhnliche Passive gewährt bei K.O. eine 10%ige Chance auf einen Konter. Immer pro Zug möglich. Allerdings ist das so gemeint, dass das einmal pro Zug triggern kann. Sprich, wenn wir mehrere Gegner killen, erhöhen wir immer die Chance, den Konter zu bekommen. So, wir haben... Genau, Buchclub haben wir schon zugesagt. Da müssen wir noch mit Peter sprechen, denn wir brauchen noch eine Idee, wie wir den Symbionten-Extraktor noch einsetzen. Also, let's go. How are you, Peter? You tell me, Hunter. I'm out of the loop on everything. They're off discussing what to do about Venom, and no one has said a word to me about it. You are worried about who Eddie Brock might hurt, are you not? If you want to take action, then speak up. This is not a classroom. I know we're all heroes here. I know I shouldn't be intimidated. But Stark's just got this big-time Avenger air about him, and I'm Peter Parker from Queens. Who's gonna listen to me? I am listening to you right now. I know, I should be doing something, because right now I feel kinda useless. Maybe I'll use the forge to bake a loaf of sourdough. Really get in Stark's way until he notices me. If you want Stark to pay attention to you, there are better ways to make your point than making bread. Well, I was kidding about that, but if you have suggestions... Just walk up to him and suggest a way to help. Okay, you've made your point. Fine. Maybe I'll speak up. Excellent. Just
give me a bit. I'm a little rusty. The Sinister Six caused me to miss out on my speech class final. Ja, der arme Peter. So, wir können noch im Hof trainieren. Das haben wir heute nicht gemacht. Level auf 12 holen, kritischer Schaden erhöhen und Freundschafts-EP. Niemand mehr auf 10. Kritischer Schaden. Dann nehmen wir mal Deadpool. Don't be shy. Hit me. Fähigkeiten. Die Schattenpeitsche. Nö, die konnten wir weghauen. Hier haben wir den besten Gruppensturz. Den hätte ich gerne. Und Storm. Windkraft verbessern. Jupp, sehr gerne. A wise choice. Dankeschön. Wollten wir mal eben kurz noch hier die Mod entfernen, gibt ein paar Essenzen. Und dann können wir auch die Karte selber verwerten. Die gibt noch mehr Essenzen. Dann müssen wir beim Magic noch die Karte ins Deck packen. Den verbesserten Gruppensturz. Warriors, was hast du? Die beiden mal raus, einen wilden Hieb rein und die verbesserte Schnitte Klaue. Ich stört ein bisschen, dass das hier keinen Schaden macht. Naja, wir können die beiden Karten auf jeden Fall jetzt noch verbessern. I still say we should have built a... Ready for more? So, Mobius Nummer 1. Now I feel truly Lebensraub ist natürlich immer schön. Und hier gibt es halt einfach 50% mehr Schaden drauf. Do your thing. Dann, was haben wir denn noch so im Inventar? Den Gruppensturz können wir. Kurz. Schneller Schnitt raus für den modifizierten. Und ich nehme mal eine heilige Flamme raus für den schützenden Angriff. Kann man die beide auch einfach direkt wieder verwerten. Weil wir brauchen die Karten ja nicht. Gut, Gruppensturz und Präzision. Den Gruppensturz können wir weghauen. Die Präzision, ich halte es mal noch in der Rückhand, falls sie sich mal als nicht sicher weist. Aber hey. So, Charlie hatten wir glaube ich schon, aber trotzdem. Okay. Central. Nichts Neues. Na dann, wenn sonst niemand mehr was von uns will, auf in die nächste Mission. Die Stunde schlägt und ich glaube, ja, lassen wir sie schlagen, ne? There it is. The creature. And pretty much the entire Hydra offensive. No doubt stealing more of the priceless and, did I mention, extremely powerful artifacts housed within the sanctum. I don't think so. They're fortifying a position here. You're right. We're never gonna get close enough to get a symbiote sample. Oh, I wouldn't say never. Venom problem? No problem. Wow, you got some serious range on that old Spidey sense, kid. Or he got my text. Either way, I'm your guy. Come on, team. I got an idea. Anyone? Definitely should have practiced that more in the mirror. Sorry, kid. Can't risk a field trip on this one. Yeah, because you all have so much experience fighting Venom. Spider-Man's cunning has proven to far exceed his years. In battle, not the talking.
Don't see any of us muscling in when the Mandarin's in town. Okay, fine. I get it. What's the plan, Spider-Man? Ja, jetzt kriegt er seine große Stunde. So, wen nehmen wir denn noch mit? Oh nee, da kann er ihm zeigen, dass er durchaus was drauf hat, oder? Seine Stärkung. Ich glaube, den. Das ist ein echt mächtiger Bonus, den wir haben mit angespornt. Alle Heldenkarten auf der Starthand kosten 0 Heldenmut, wenn wir was Gutes auf der Starthand ziehen. Ich würde aber, glaube ich, trotzdem Tony nehmen. Einfach für ein bisschen mehr Damage Output. Klar, einen Tank zu haben mit Captain wäre auch ganz nice, aber so. Listen, I'm not a control freak. If you have any good ideas on this mission, I'm all ears. My only idea is to not get killed. Oh, good one. We're totally in sync. Ja. Gut. Am Anfang gab es ein paar Ladeprobleme und entsprechend Lag. Aber Given their history together, I suppose it does make sense to trust Spider-Man on this plan of his. What's the worst that could happen? Actually, don't answer that. Happy to oblige. ja, das möchten wir nicht. Banner. Yep, and there's Crisscross, Crossbones. and Eddie, and a really big... What is that? Whatever it is, they brought an entire army to protect it. Uh-huh. Sorry, just need to make a last-second adjustment to the plan. Yes. The plan. What is it? Right. Okay, stay low, wait for my signal. The time wasted. Suppressing gamma energy versus harnessing it. Oh, when Mother sees what I have accomplished. What's up, Doc? Eat his brains. Signal! Signal! That was a signal! Ja, dann würde ich sagen, einmal hinter den beiden her, oder? Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Parker, report. Parker, status. Well, I am under a little pressure, but Eddie's right where I want him. Hey! Not here! Not again! Das ist nicht gut. So, Kirchenglocke reparieren. Repariere die Kirchenglocke, um den gefallenen Venom zu besiegen. Gefallener Venom hat auf dieser Mission unendlich viele Leben. Nicht gut. Um den gefallenen Venom zu besiegen, spiele Kirchenglocke reparieren, während der gefallene Venom am Boden ist. Heldenmutkosten für Kirchenglocke reparieren werden immer dann verringert, wenn der gefallene Venom sich erholt. First you die, then we eat. Ja, aber es gibt nette kleine Hilfsmittel. I take it we're on to plan B. I'd say it's probably more like Plan 1.5. I'm betting those smaller bells vibrate at a similar frequency to their big brother. May not be perfect, but they could buy me the time I need to get that sample. We have your sample right here, little spider. Yep, walked right into that one.
So, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Dann hauen wir dich mal. Ich hätte dich gerne in Venom einfach reingehauen. Na gut, dann hauen wir dich halt in den rein. Funktioniert auch. So. Wir sind verborgen, das heißt, die beiden verlieren ihr Target, können nichts machen gegen uns. Karte will ich natürlich gerade nicht haben. Wir, glaube ich, so lange verborgen sind. Okay, wir hätten doch Dingens nutzen können. Schützender Angriff direkt auf die Hand, das ist schön. Den geben wir auch nicht weg. Dann, ja, auch wenn es ihn bei 47 Schaden. Da muss da echt höher. Könnten. Keinen Schaden. Dem könnte man ein bisschen Schaden machen. Dann 65. Das haut genau hin, ne? Geht der nämlich auf 47 runter. Auch wenn es dann wieder das in Anführungszeichen Problem ist, dass wir halt theoretisch die Verborgenheit von Hunter ignorieren. Jetzt den Angriff können wir gerade mal weggeben, der ist nicht so praktisch. Der Schnellschuss. Der schon eher. Du kriegst das auf den Sack. So, jetzt mit dem Schnellschuss kann ich dich ja in Peter reinschubsen. Bonk. Wahrscheinlich nicht. Okay, den können wir verhören. Perfekt. Wir haben 2 Aktionen. Machen wir das doch direkt. Ein bisschen Infos bekommen. Und wir können das hier machen. Das gefällt ihm nämlich nicht. Dann macht er nicht so viel Schaden. Und vor allem ist er verwundbar für die nächsten paar Züge. So. Kriegt er das zumindest noch ab. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Nö, schade. Gut, ich beende den Zug, aber mache einen ganz kurzen Cut vorher. Wir sehen uns sofort wieder. So, weiter geht's. Ja, wir können nichts mehr machen, also let's go. You are puny. We're not done with you yet. Remind me to install a flamethrower. Das ist okay. Arm Alpha reinforcing. So, dann. We'll always remember this place, Spider-Man. Remember what you did to us here before. We are done playing games. This place will be your doom. Well, he's moved on from wanting to eat my brain. Now he's just trying to bury me. That's progress, right? Just hit him with the bells, please. Erstmal schalten wir kurz die Minions aus. Find a new line of work. Dann I'm on it. wird das nämlich erledigt.
Können uns voll und ganz auf Venom We cannot konzentrieren. possibly match your strength. Den Opportunisten nehmen wir gerne noch mit. This one's for you. Nicht. Heiliger Funke ist glücklicherweise schnell, das heißt, wir können den Feind hier auflösen. Weak, even for Hydra. So, das sollte jetzt funktionieren. Warte mal. Doch. Es killt den Minion und schubst Venom da hinten hin. Their time is short. Er sollte einen Tacken vorgehen und dann können wir das Netz da oben auf ihn drauf fallen lassen. Das dürfte richtig schön schaden. Now that's a big move. So, Spider-Man, das kostet dich keine Dingens. Oh, this should be good. Keine Heldenmut. Bonk. Und das kostet keinen Heldenmut. Kurz gucken. Okay, nee, kommen wir nicht mehr ran. Here we go again. Okay. Dann geht's weiter. Soon we eat. That was a cheap shot, Eddie. You will look good on a skewer. More of them are joining the fight. Mhm. Auch eine sehr nützliche Karte, die da gerade ins Spiel gekommen ist. We have longed for this moment, little spider, to squash you here, in this cursed place. When you are gone, we shall feast upon your new friend heroes. And then, devour your precious Mary Jane. Hey, Eddie, I know that's just Lilith talking through you or whatever, but shut up already. Wir könnten jetzt Venom ausschalten. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Try this on for size. Bonk. Den weg. Never underestimate the good guys. Gut, jetzt können wir die Kirchenglocken reparieren ausspielen, aber wir haben natürlich nicht genug Bildmut. Erstmal. How much is Lilith paying you guys anyway? It can't be enough. Okay, ich kann auch nichts mehr nachziehen gerade. Wir. Nee. Ich habe leider nichts auf der Hand, was mir noch was geben. Also nichts dabei, was uns noch was geben kann. Wir haben aber noch ein Manöver. Können ihn nach da hinten schubsen und dann zweimal gegen die Wand donnern. Ja, ich glaube, das ist clever. Dann steht Venom gleich einmal auf. Die Kirchenglocken werden günstiger. Und entsprechend, ja. Wenn wir die dann nutzen, um ihn, wenn wir ihn das nächste Mal besiegen, auszuschalten. Das zählt leider nicht mit Abgrund da hinten. Deshalb eigentlich wäre es clever. Oh. I'm impressed. Was war das nochmal? Ach ja, genau, einmal nachziehen kriegen wir. Bringt uns jetzt gerade nichts, aber okay, den schnellen Schnitt können wir dann nächste Runde einsetzen. Spidey hat eh einmal Resistenz. Das heißt, der kriegt jetzt auch keinen Schaden, also sind alle glücklich.
Eddie ist wieder da. Was hat das gerade Hass getrieben? web is broken, little spider. Your trap has failed. Okay. You may be right. This symbiote sample is not worth your life, Spider-Man. We can find another way. Tell that to Aunt May, Mary Jane, Harry, Flash, Felicia, Otto, and about 9 million other New Yorkers we're trying to save. If getting that sample means we can stop your mother from destroying this city, it's worth the risk. Just buy me some time. I'm saving my Erstmal energy den till the wegschubsen. So, Hope umnocken. Hydra has good insurance. Dann der Klingensturm natürlich recht viel Dingens kostet. Recht viel Heldenmut. Aber wir haben ja genug Zeit, das zu regenerieren. Now there's the hunter I've been hearing about. Okay. Wir haben... Oh, können den da hinten auch wieder verhören. Das ist in der nächsten Runde vielleicht clever. Jetzt knocken wir den mal aus. You were too weak for this fight. Tschüss. Der Opportunist. Den behalte ich mal noch auf der Hand. Wir haben ja noch 2. Das war jetzt nicht so clever. Weil wir jetzt unsere Verborgenheit verloren haben. Genau das. Plan war eigentlich, dass das ein anderer Held macht, aber naja. Kirchenglocken reparieren ist sogar krass günstiger geworden. Ich hatte im Kopf, dass es immer nur um 1 günstiger oder 2. Naja. So, bitteschön, Eddie. Ja, die Symbionten haut es mir egal. So, let's go. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht Peter komplett ausnocken will. Like a fish on a hook. Ah, shit. Au. Aber wir stehen noch. Alles gut. Mhm. Ah, nochmal beleidigen. Praktisch. Okay. I think they like me. Spider-Sense. Wollen wir mal ein paar Karten ziehen. Just the boost I needed. Interessant, wenn ich Venom targete, kriegt der Typ Schaden. Wenn ich aber ihn targete, kriegt Venom keinen Schaden. Here we go again. So. Dann einmal von oben. Die Schwächung ist halt ganz nett. Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns mit wieder einmal hier hin zurück. Beziehungsweise, nee, Quatsch. Was wir machen, ist einmal den ausschalten. Also ich werde nämlich gleich auf den Typen da hinten ganz alleine konzentrieren. Einmal springen können wir ablegen. Können hier hinten hin verschwinden. Einfach, dass wir ein bisschen Abstand zu Venom gewinnen. Den brauchen wir gerade nicht. So. Und dann würde ich sagen... Sorry, Eddie, but
You know what happens when we ring that bell, right? We haven't forgotten, but this time will be different. Das werden wir sehen. So, ein Berserker köpft jetzt den an. Und okay, holt sich dann den guten alten Tony. Oh, das ist okay. Das ist nicht gut. Ich dachte auch ehrlich gesagt, dass Venom ihn einfach kaputt haut. Oh, I thought we were finished. Oh gut. So. So you're telling me there's some tabloid reporter in there? Oh, maybe we should just let the slime win. Okay, erstmal mit dem Schnellschuss This should be good. Hunter I heard befreien. Lilith is kind of hot. Any of you dorks make a move yet? Dann beleben wir natürlich Peter wieder. Wir haben gerade die Karte bekommen, um unseren Dingens wieder aufzufüllen gleich. Den neuen Plan. Ja, Peter, du könntest mal das so machen. Hydra didn't train you for this, huh? Sure, why Das not? schaltet ihn aus. What are the qualifications to be a Hydra officer? I'd have guessed a warm body, but I think Lilith solved that too. Ich würde, glaube ich, gerne mal nicht Schaden auf Venom drücken. Aber es wäre mir ehrlich gesagt sogar lieber, wenn Peter da stehen könnte. Dass wir einfach den hier nutzen könnten. Aber gut, dann ist es halt so. Bumm. So. It is good to have a partner. Gut. Ist jetzt nur die Frage. Ganz ehrlich, haben wir den Opportunisten mal gerade weg. Ziel markieren. Will ich halt auch gerne wirklich ablegen, um eine neue Karte zu ziehen. Ich werde das einfach mal weghauen. Weiß nicht, was ich gehofft hatte zu ziehen, aber gut. Here we go. Dann schalten wir halt euch aus. So, und hoffen jetzt nur, dass Venom nicht noch den ausschaltet. Okay, nee, das trifft ihn nicht. Gut, nächste Runde erledigen wir das aber dann. Das ist okay. Und jetzt will er halt... Okay. Ich dachte, er will seinen AOE-Angriff nutzen. Umso besser für uns. So, wie viel Leben hast du noch? Is it the alien or the 72. man that causes it to talk like that? It is unsettling. Das gibt uns 3. Das ist natürlich nicht genug. Der heilige Funke ist aber glücklicherweise schnell. Wir brauchen halt die 3 Aktionen auf jeden Fall. Das sollte auch funktionieren. Genau, das schaltet wir nämlich aus. Bumm. You should probably stay down for a while. Ja, ich weiß, die kann ich jetzt spielen. Mir fehlt halt gerade noch die Dingens dafür. So, kurz den gezielten Angriff weglegen. Ich hatte gehofft, dass ich was gebe, was mir, also eine schnelle Karte ziehe.
Gut, dann schubse ich dich halt hier runter. And still reigning world heavyweight champion, Iron Man. Den neuen Plan. That'll work. This should help a little. Das ist nämlich jetzt genau das Problem. Das habe ich verpennt. Das Problem ist, dass die Karte halt nicht kostenlos ist. Das heißt, wir können sie jetzt nicht einsetzen. Ah, das ist doch Kacke. Okay. Dann haben wir noch ein Problem. Also, noch Partnerzüge. So, der Vorteil ist, dass er jedes Mal, wenn er aufsteht, weniger HP hat. Auch wenn es nur 9% sind. Denke ich mal auch jetzt wieder. My respect for Spider-Man grows every time I am forced to look into this creature's drooling maw. Erstmal. Dann kann Peter halt mit den die letzten beiden hier nutzen. Sollte dann ja theoretisch wieder da in der Nähe rauskommen. Das heißt, wir sollten ihm das Ding auf den Kopf hauen können. Ja. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich vielleicht nicht den Hunter noch mit erwische, aber das geht gut. Gut. Hierauf mit der Schwächung wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, Bladestorm nicht. Das macht zumindest ein bisschen Schaden. Dann können wir mit dem Schnellschuss den zweiten Minion da noch ausschalten. Und dann freut sich Venom hoffentlich über eine Schwächung. So. Und dann nächste Runde. Wenn wir 2-3 Karten ziehen, die gut Schaden machen, sollte das kein Problem sein. Gut. Monoforms are for the weak. Man, this is just gross. Ja, denke ich mir auch. So, könnte ich jetzt vielleicht bitte mal was ziehen? Are we sure it's not a food critic trapped in there? I've been offered some pretty weird meat myself. So, erstmal die Hölle auf dich. Gut, wir haben unser Vorbildhalsband. Nächste Lichtkarte ist kostenlos. Das ist ziemlich nice. Dann können wir nämlich gleich Peter kostenlos heilen. So. Jetzt mal. Springen da drauf. Pain only makes us hungrier. Ja, solange du hungry und nicht hangry wirst, ist alles gut. Dann kurz gucken, kriege ich dich damit gekillt? Nee. Ehrlich? Dann halt erstmal so.
for the weak. Peter heilen. It's good to have friends. Der Schnelltritt dürfte aber jetzt funktionieren. Ah, nee. Wir kriegen den alle nicht irgendwo hingekickt, wo er Schaden nimmt. Wo er genug Schaden nimmt. Ich habe kein weiteres Manöver mehr. Das kann ich halt machen, dann wird er halt ausgeschaltet, aber das bringt uns ja auch nichts. Ich markiere ihn für die nächste Runde. Dann kriegen wir die nächste Runde auf jeden Fall besiegt. Und ja, ich sollte mich zwischendurch einfach mal ein bisschen mehr auf Venom selbst konzentrieren, statt auf die Minions. Oh man, more Hydra incoming. Mhm. Okay. It's too bad you couldn't meet my new team under better circumstances, Eddie. Looks like it's up to Dann me. einmal Venom am Boden. Und wir können dann gleich die Glocke reparieren. Ich würde jetzt noch eben kurz gucken. Spidey ist 11. Iron Man ist auch 11. Hunter ist 12. Das heißt, Spidey kriegt jetzt noch... Nein, Spidey kriegt den Kill nicht. Weil Spidey keinen Schaden macht. My lawyers tell me I'm not liable for any evil-related injuries. Gut. We've got it. Let's do this. Das hat leider länger gedauert als geplant. Much as I enjoy this dance of ours, Eddie, think it's time we changed it up. So how about we try a little smash up? What? That not a thing anymore? Let's find out. Now this might sting for just a second, but that's perfectly natural. Also perfectly natural. We will destroy you. What Ouch. just happened? Just a little something I like to call the plan. Nice one. Ja, zu lange gebraucht, ein Held K.O. gegangen. Das war zu erwarten. Aber wir haben, was wir wollten. Das ist das Wichtigste. Fury's got 2 teams digging for Venom as we speak. You may want to add 2 or 3 more. Just saying. You dropped a church on him. I doubt he's going anywhere. Parker, Uh-oh. I have seen that look before. congratulations on a job well done. Aw, thanks everyone. I'll remember this moment forever. Which is probably how long it's gonna take me to pay the church's repair bill. Oh, not to worry. Thankfully, we have a billionaire in the house. Yeah, at least Stark's credit card is good for something. Oh, these kids. Real sweethearts. Good plan, Peter. Executed like a champ. Craziest plan I ever saw in my life. Still can't believe he pulled that off. Yes, and now we must make use of the sample he recovered. We? All right, everyone. I know you all have a lot more important things to do than cheer little old me on. Let's go save the world. Oh,
And if anyone happened to record any of this, feel free to send it my way. For training purposes, of course. Ja. Aber trotzdem, Peter, gut gemacht. Just between you and me, I wasn't 100% sure that little plan would pay off out there. I mean, I was pretty sure, but I still had that little voice in the back of my head. If you screw this up, Venom's gonna be snacking on your skull. Even worse, I would have let you down, not to mention the others. I always knew you would succeed, Peter. Enjoyed the praise you received. Thanks. It's kind of nice to be the man of the hour, even if it only lasts, an hour. Spent so long trying to keep Spider-Man and Peter Parker separate from each other, I never really had the chance to celebrate victories with, you know... Friends? Exactly. Thank you for that, Hunter. However you look at it, be glad we got the sample. Now we can get the doc home, keep you less explodey. All around, a good day. We all owe you a thanks. I was nothing. Besides, helping the boss man test his top-secret prototype on a demonically possessed alien symbiote-human hybrid has got to look good to the folks at Stark Industries. Would love to get a shot to work for Tony one day. Just wish Spider-Man could submit a resume. But you are working with Tony, Peter. You are an integral member of the team. Whoa. Mind just... Peter? Nope. Mind's still blown. I just need to sit here and let it all sink in, Hunter. I'll talk to you soon. Ja, ruh dich erstmal aus. You could drop 5 churches on Venom and he'd still keep coming. I doubt we've seen the last of him. So, Steven. Hunter, I may have found something of interest to you. The means to surmount that obstacle you were so interested in. The secret lies with the symbiote you recovered. If my suspicions are correct, it can be used to disrupt your troublesome ward in the same way that my own wards of protection fell at the Sanctum Sanctorum. What do I have to do? Without going off on an overly technical Starkian rant, the alien itself has a very unusual composition. Its seemingly gelatinous structure seems to interfere with the ward's resonance frequency when channeled with the appropriate magic. You are not going to ask me to retrieve more of the creature, are you? That shouldn't be necessary. Although a cooperative venom would be invaluable here, I think we can make do with what's left from before. I left a vial of the symbiote on my desk in the forge. If you're intent on removing the ward, take it with you. Discreetly. Thank you for pursuing this further, Doctor. I doubt anyone else could have made this kind of discovery. You're too kind, Hunter. Besides, I think our mutual friend has done quite well in guiding you so far. I am very grateful to have such insightful friends. Say hello for me sometime, would you? I will, Doctor. And now I should be getting back to my work, but do be careful out there, Hunter, and don't forget about the vial on my desk. Das kriegen wir hin. So, Parker's plan was chaotic, but effective. I doubt even Lilith saw that one coming. This is a distillate from the Venom symbiote. Strange thinks this will dispel the ward. Aber das machen wir erst nach dem Buchclub. Zunächst einmal... Achso, ihr wollt mich nur darauf hinweisen, dass wir Buchclub haben. Let's go, Book Club. Heading to book club. Are you? Meet you there. See you there. So, let's talk about Sun Tzu. Looks like we're all here. Grab a seat and let's get started. I am ready. The Art of War is one of my favorite books, if not my favorite. Can anyone guess why? Because it's not just about fighting, it's about how to conduct yourself when in conflict with others. Carol gets it. For quite a while, all my interactions with people involve some form of conflict. Interesting.
This book laid things out for me. Help me understand, you don't always smash yourself against a problem face first. You must understand your enemy before you can hope to defeat them. Hunter, you get this more than most. You understood Lilith, which led you to discover her weakness. With that came her defeat. Ja, das versuchen wir herauszufinden. That is what Nico and the others are trying to figure out. That goth night thing? Emo kids, actually. Whatever. Nico's magic nerd night. My point here, until we know what game Lilith is playing, there's no way we can break the rules. That's the only way we win. So, the favorite book of a half-vampire was written by Master Sun. I'm the Daywalker. Of course it is. Carol, what stood out for you? The chapter about flexibility in warfare. Yes, it presented distinct situations, but at its core, it promoted a philosophy of adaptability. This is a subtle but key difference from the Kree war manuals I know. Those manuals lay out how to overcome every possible contingency. Because Kree commanders always expect an answer, exceptions can flummox the ones who let the rules think for them. I have not met a Kree commander, but humans are just as capable of rigid thinking. Oh, of course. I think that's what the text is working against. The art of war encourages fluidity of thought. The variations presented in the chapter on flexibility are examples, not rote technique. And that's how wars are lost. So I've been dying to know, what is Captain America's favorite part of this book? After this read, everything he had to say about deception and warfare. Ooh, explain. Wait, what used to be your favorite? Discussions of leadership. There's a lot of good stuff in there. I've long since internalized all that worked for me and examined what didn't. But convincing your enemy that your greatest weakness is your most powerful strength. Or the opposite, that your strength is a vulnerability? Exactly. It struck me, especially regarding our conflict with Lilith. So, what's our greatest strength? Definitiv natürlich das Team. Lilith has no allies, just thralls. She is alone in this fight, but we are united. Are we? The greatest scientific mind I've known, sorry Tony, just defected to her side. What's to stop any of us from doing the same? I don't have an answer to the question I asked, but I plan to do what the art of war suggests. Learn her weakness. Adapt as the conflict evolves. Keep Lilith guessing. And above all, think. And that'll do it. Great. So what's our next book? I told Carol she could pick the next one. I decided on volume 32 of the Kavat Koth. The what now? It's a cross between a legal text, a spaceborne invasion defense manual, and one of those sagas that Thor seems to love. Okay then. I promise it's not a heavy read. I thought it would be a good companion to the art of war. See you all next time. So. Oh, guck mal. Plus. I'm nervous about my book. I don't know how much of it will translate. Not the language, the ideas. It is good to encounter new views. They help you better comprehend your own. You really connected with the art of war, huh? I think you'll like my choice. Give it a shot. That's all I ask. Sollen wir das Buch erschießen? I didn't know what I was getting into when I signed up, but I'm glad we have book club. It was good to see the conclusions we each drew from the book. That's why I think we need to do this. A team that understands its disparate parts works better in concert. But don't quote me. Sun Tzu said it better. Ja. In vielen Dingen. Nicht in allen, aber in vielen. That went better than expected. Captain Marvel seemed quite impressed with your selection. No, she didn't. Did she? No, you're just messing with me.
The book she chose? It sounds like the Cree version of the book you chose. You think so? I know so. Huh. That went way better than expected. That's all for now. You taking off or hanging out? Wir sind erstmal raus für heute. I am done. Peace. So, ein Schnitt plus und wir können entweder unerbittlich oder barbarisch plus jeweils bekommen. Mal eben kurz ins Heldendeck gucken. Wir haben nämlich beide schon, aber beide nicht verbessert. Würde ich, glaube ich, lieber das unerbittlich nehmen. Dann können wir die andere rausnehmen und ja, auch die Karte können wir einfach werten. Und Agatha, hast du was Neues? Also ja, ich soll dich übrigens von Steven grüßen. The doctor crafted a strange brew that might bring down the ward. Maybe he learned something new while snooping around in my library. If nothing else, he knows about you, Agatha, that you are helping me. He's a very perceptive man. Perhaps it's for the best. There's no sense in worrying about it now, at any rate. Let's see if you can banish this ward. Ja, das werden wir jetzt versuchen, würde ich sagen, ne? Nico möchte nachher noch mit uns reden und Cap auch. Aber erstmal, Moment, ich muss zur Kirche, aber ich würde eben kurz auf dem Weg die Truhe hier, das ist glaube ich der Friedhof, mir eben die Truhe holen. Wir brauchen immer noch das Mondsiegel für den nächsten Abschnitt. Ohne kommen wir hier nicht durch. So. Tada. 1. Credits. Credits sind gut. Gut und Gesichtssiegel. Ein paar Farbpaletten. Okay. Hast du hier noch was zu sagen? Yes, dear? The doctor came up with Try something, Strange's but I'm not concoction so on the sure. ward. Ja, danke. Schön, dass das Spiel hier gar nicht rumglitscht oder so. Sieht sehr kryptisch aus. Erstmal mein Schlüssel. These appear to be human bones. I suspect we've finally found the last resting place of Hiram Shaw. Judging by the looks of this place, he was locked down here for quite some time. I can't say I pity him. But how would he have ended up like this? Someone sealed him in and made sure there was no chance of ever escaping. Someone? From what we've seen, I believe this was your mother's handiwork. She must have used the Darkhold page taken from Shaw to seal his fate. Literally. And I'm sure that means Sarah was at the very least aware of what Lilith had done. Whether it was right or not, we cannot change what happened here. I'm glad you understand that, Hunter. Some people never do. I would not have expected his victims to understand. I could only imagine how angry Lilith and Sarah were when they finally arrived in Salem. In some ways, locking Shaw down here almost seems merciful. I do not see the moon seal here. You're right. I don't sense its power here either. I found highly detailed drawings on Shaw's desk. They were concealed with some kind of magic. Magic that's no match for you, it seems. Let's give those drawings a closer look. Gleich, hier lag nämlich noch was rum. Eine verblasste Tagebuchseite. Die Hexen haben sich verkrochen, wie es Ungeziefer eben tut. Doch wenn Beutetiere sich verstecken, schickt man ihnen die Hunde auf den Hals. Jeden Abend erhellen Fackeln diese Gefilde, während wir nach ihnen suchen.
Auch wenn nur wenige übrig sind, wir dürfen sie nicht wieder erstarken lassen. Wir bitten Chthon demütig um Führung und Stärke, um diesen Kampf weiterzuführen. Gut, gucken wir uns mal die Zeichnungen nochmal an. Und ich glaube, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, was wir da sehen. How long did the Salem witches hide here before meeting their end? Ja. Das sind die 3 kleinen Codes, die wir gefunden haben. These drawings. They're witch warrens, places where a witch might hide using magical means. Judging from the detail he put into these, Shaw must have studied the warrens for a long time before making his move. He tortured them there. Yes, I suspect so. Why? The witches wouldn't give up the moon seal. Our gift doomed the Salem Coven to an unimaginable fate. These drawings may yet be useful. I will bring them back to the library for further study. Meet me there tomorrow night. So, da gerade wieder der Vogel nicht die Klappe halten kann, würde ich noch fix die Gespräche abschließen. Allerdings werde ich mich voraussichtlich gleich muten. Und dann beenden wir die Folge. Ich sag schon mal Tschüss. Ja, ich sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde. Still reading Wanda's grimoire, I see? Yeah? Why? You got an opinion about it? I admire your determination in your pursuit of dark knowledge, as well as loyalty to your friend. I just wish there was more dark knowledge on these pages, but I'm just gonna have to make do with what's here. According to her grimoire, it looks like Agatha was helping Wanda control her connection to chaos magic. And since chaos magic is a hell of a lot more powerful and ancient than Lilith, I'm thinking there's a way I can figure out how to use it to undo Lilith's hold on her. Chaos magic is the darkest and most treacherous magic you can play with. It is said to come from Chthon himself. If you are planning on dabbling in it, you will need my help. You're not, like, afraid of messing with hardcore Elder God magic and inventing a potentially dangerous new spell? I am dangerous. Okay, Danger. You can help me by not telling Caretaker what I'm up to. She doesn't believe Lilin corruption can be undone and will totally try and stop me. She lacks your imagination. She lacks more than that. Well, if we're really gonna try this, I've got a lot of reading to do to try and figure this out. And I shall keep your secrets. Mum's the word, Hunt. Our allies have renewed faith. Hunter, I wanted to talk to you about, Actually, let's go someplace else. It's a little personal. I wanted to talk to you about book club. Oh, having a good time? I'm having a great time. Always good to flex the old brain muscles. I need your advice, though. What kind of advice? It's about Blade. I get the feeling that all of book club is just his roundabout way of getting to be friends with me. I mean, I'm touched. He seems like a good guy, but shy. So how do I tell him I'm totally cool with being best pals without scaring him off? Got any thoughts? If you want to be friends with Blade, just tell him. You really think I should just lay it out there?
You guys fight hordes of bloodthirsty killers and not bat an eye. But you want to tell another human being that you enjoy their company and you forget how to speak. Different skill sets, Hunter. But I'm always looking to improve, so thanks. I'm up to the challenge. I wish I could be more helpful. Please, you've been more than helpful just listening to me. Now, if you'll excuse me, I need to go catch up with my reading. I'm a couple of chapters behind. I can tell. Watch it. No spoilers. I gotta say, I'm loving our current book. Jo, Vogel hat sich beruhigt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.